Eine neue Konsole kommt auf den Markt, die der PS5 und Xbox starke Konkurrenz machen könnte und voraussichtlich auch wird. Wir haben alle Infos dazu mal für euch hier zusammengetragen. Die Rede ist von der Steam Machine. Ja, eigentlich im Grunde ein Spiele-PC, aber im kleinen Format, im Konsolenformat. Sieht eigentlich ein bisschen aus wie eine Konsole, ein bisschen wie eine Xbox Series X und ist irgendwo ein Hybrid zwischen PC und Konsole. Also optisch, glaube ich, ist es ziemlich krass an die Xbox angelehnt. Ja, das sieht man vor allen Dingen jetzt hier, wenn man sich so diese ersten Bilder anguckt. Der Witz ist ja, dass jetzt nicht nur ein Gerät kommt, sondern mehrere Geräte. Das wird hier schon geteasert. Wir haben hier nämlich gleich geteasert 4 Geräte, wobei eins ist davon schon da, das Steam Deck. Dann wird es einen Steam Controller geben, die Steam Machine, das eigentliche Konkurrenzgerät, und dann kommt auch noch eine VR-Brille raus. Und die Steam Machine ist ja quasi so die Konkurrenz für PS5 und Xbox, auch wenn es eventuell vielleicht man als PC noch durchgehen lassen könnte. Trotzdem ist es ja eigentlich ein Konsolenformat. Und was ich da super interessant finde ist, und warum ich auch glaube, dass es starke Konkurrenz ist, naja, Steam. Steam kann man momentan eigentlich nur am PC spielen, also Steam-Spiele. Leute, die halt Couch-Gaming gerne möchten und auf Konsole gemütlich im Wohnzimmer spielen, haben da eigentlich aktuell kaum eine Chance dazu. Das ist das schlagende Argument, dass es Steam-kompatibel ist. Aber davor möchte ich noch über den Sponsor reden dieses Videos, nämlich MacTame. MacTame ist ein Spezialist für magnetische Verbindungen. Der Hersteller hat das Stay-Cable im Angebot. Das sind USB-C und USB-A-Kabel in verschiedenen Längen, die eine magnetische Verbindung haben. Dazu gibt es jetzt hier ein Metallplättchen, das ihr irgendwo ankleben könnt, zum Beispiel an eurem Schreibtisch. Dann könnt ihr daran einfach das Kabel befestigen. Und das ist ein richtig starker Magnet und ihr habt das Kabel jederzeit parat und könnt es hier lösen und auch wieder befestigen. Das ist auch ein hochwertiges USB-C-Kabel. Das hat eine Bandbreite von bis zu 480 Mbit und es kann sogar 60 Watt laden. Das heißt, das ist ein Schnellladekabel. MacTame ist ja der Spezialist in Sachen Magnete und Magnetverbindungen und deshalb gibt es jetzt von denen auch noch einen Grip und Stand, also einen Standfuß fürs iPhone. Den könnt ihr einfach hinten anklemmen. Der ist magnetisch und damit habt ihr horizontal und quer einen Standfuß für euer Handy und das Ganze ist auch sicherer in der Hand. Die MacTame-Produkte findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, wo ihr auch weitere Infos dazu findet. Jetzt aber zurück zum Video. Die interessante Frage ist ja jetzt, kann es wirklich PS5 und Xbox echte Konkurrenz machen? Grundsätzlich ja, weil mit einem eben Argument, hier steht es dran, Ihre Steam-Bibliothek ist immer mit dabei. Wenn man bereits am PC spielt, hat man entsprechend schon viele Steam-Games. Ja, die hat man natürlich jetzt auch auf der Konsole, auf dieser Steam-Maschine. Das ist dasselbe Prinzip wie schon mit dem Steam Deck. Mit dem Steam Deck hat man auch seine Spiele unterwegs mit dabei und das wird jetzt eben weitergeführt, ja, ins Wohnzimmer, an den großen Fernsehern. Und das Gute daran ist, dass das Gerät mehr Leistung hat als ein Steam Deck. Wir haben hier eine AMD-Architektur mit RDNA-Grafiklösung. Ich will gar nicht so sehr in die Technik da reingehen, aber es wird davon gesprochen, dass die Leistung nicht ganz auf PS5-Niveau liegt. Das ist natürlich eine dezente Einschränkung, weil es heißt eben, es kommt technisch wohl nicht ganz dran in Sachen Leistung. Das wird man noch sehen bei den Praxistests. Vorab würde ich sagen, ja, das ist schon ein bisschen eine Einschränkung. Andererseits denke ich mir wieder, auf Steam gibt es so viele Spiele, die jetzt keine High-End-Architektur benötigen. Einfach Spiele, vor allen Dingen auch Indie-Spiele, die man einfach so ein bisschen nebenbei spielt und oder auch 2D-Spiele und so weiter, wo man eben nicht die volle Leistung braucht. Ja, da gibt es aber auch andere Spiele, so wie zum Beispiel ein City Skylines, das doch relativ viel Leistung braucht. Da bin ich echt gespannt, wie das Gerät das packt, weil das ist auch so eins der Spiele, wo ich mir immer denke, ich hätte wirklich Bock, das zu spielen, aber ich habe irgendwie keine Lust mehr, mich abends nochmal an den Schreibtisch und an den PC zu setzen und würde halt einfach gern gemütlich auf der Couch irgendwie was zocken und das passt irgendwie momentan nicht zusammen. Deswegen wäre das schon sehr interessant. Also ich glaube schon, dass es vielen geht, so wie mir. Also ich weiß es nicht. Wenn es euch so geht, schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich bin mir sicher, dass es vielen Leuten so geht. Ich freue mich da definitiv drauf. Also für mich persönlich ist es, glaube ich, definitiv eine echte Konkurrenz zur PlayStation 5 und zur Xbox. Ja, da überlegt man sich schon, was man jetzt vor dem Fernseher jetzt anschaltet. PS5, Xbox oder eine Steam-Maschine. Vor allen Dingen als PC-Gamer, der ja eben die entsprechende Bibliothek hat und das Ganze
Habe ich noch gar nicht gesagt, das Ganze läuft ja auf SteamOS und das ist auch ein ziemlich guter Move, weil SteamOS läuft auch auf dem Steam Deck und erstaunlich viele Spiele laufen auf SteamOS. Nicht nur in Windows, sondern auch auf SteamOS. Das ist auch interessant deswegen, weil Microsoft ja einen ähnlichen Weg geht, aber trotzdem anders. Microsoft will mit der nächsten Xbox auf Windows gehen. Also es ist auch im Grunde ein PC, die nächste Xbox, allerdings mit Windows. Jetzt kommt Steam daher mit der Steam Machine, auch einem PC-System, allerdings mit SteamOS. Und aber auch genauso kompatibel. Man kann da alles Mögliche anschließen an Controllern, Maus, Tastatur. Man kann auch zum Beispiel, den DualSense anschließen an der Steam Machine. Absolut problemlos. Genauso natürlich wahrscheinlich wie bei der nächsten Xbox, was auch verrückt ist, aber wird wohl so sein. Und da wird es spannend, wie die beiden Systeme sich da auf dem Markt positionieren werden. Auch im Vergleich zu einer, etwaigen kommenden PlayStation 6. Ja, ich glaube, das könnte wirklich interessant werden, weil wenn, dann kommt es ja nächstes Jahr irgendwann raus und da ist ja PS5 und Xbox eigentlich auch schon jetzt länger auf dem Markt. Tatsächlich wäre es eher eine Konkurrenz für die PlayStation 6. Eigentlich ja, aber von der Leistung her nein. Was aber geschickt ist der Zeitpunkt, wann das rauskommt. Die Steam-Maschinen und genauso das VR-Headset und auch die Controller, die sind ja angekündigt für 2026 und da ist weit und breit noch nichts zu sehen von den anderen Konsolenherstellern. PS6 2027, 2028, die nächste Xbox wahrscheinlich auch erst 2027, Switch, da kam es gerade erst das neue Modell heraus, also passt das jetzt gerade, glaube ich, ziemlich gut rein und wird auch wahrscheinlich für die Entwickler recht interessant werden, weil sie eben Spiele eben dann für den PC entwickeln und für die Steam-Maschinen parallel. Und man muss das nicht umständlich umsetzen auf eine Konsole. Es gibt nur eins, wo das Ding scheitern kann. Der Preis. Ja. Ja, ich wusste es. Weil die Frage ist, wie teuer natürlich die Hardware an sich sein wird in der Herstellung und im Verkauf, logisch. Da gibt es Schätzungen zwischen 500 und 800 Euro beziehungsweise Dollar. Das heißt, das sind wir auf jeden Fall im Preisbereich von einer PS5 oder einer Xbox Series X. Aber mit scheinbar nicht ganz der Leistung. Das heißt, das stimmt vielleicht nicht ganz, das Verhältnis Preis-Leistung. Andererseits denke ich mir, vielleicht subventioniert ja Steam das Gerät und gibt es günstiger raus. Keine Ahnung, 400 Euro zum Beispiel. Das ist allerdings natürlich ein Risiko, weil sie damit ja natürlich Verlust machen, wenn sie das eben so günstig raushauen. Ist natürlich die Frage, wie sehr sie da reinpushen wollen in diesen Markt oder ob sie sagen, wir positionieren uns da eigens. Es hat halt natürlich einen super mega Vorteil, die gesamte Steam-Bibliothek. Ja. Steam hat ja auch kleine Indie-Games oder auch Spiele, die man ja schon selbst hat in der Steam-Bibliothek, wenn man jetzt PC-Gamer ist. Es gibt ja extrem viele Spiele, die ja auf Konsole gar nicht rauskommen und auch nie rauskommen werden. Mhm. Ich nehme jetzt mal wieder City Skyline 2 als Beispiel. Angekündigt, dass es auf Konsole rauskommen soll für Februar 2025, glaube ich. Ja, wir haben jetzt November 25 und es wird wahrscheinlich nie rauskommen. Es soll doch nach wie vor soll es rauskommen. Es soll rauskommen. Wie es dann wirklich sein wird und wie es laufen wird, ich will es mir gar nicht ausmalen. Ja, aber der Punkt ist, mit dieser Steam Machine hätte ich die Möglichkeit, Couch Gaming, City Skyline 2 oder vielleicht auch mal andere Indie-Games, die wir in der Bibliothek haben, aber eben nicht auf Konsole, dann auf der Couch im Wohnzimmer zu spielen. Und ja, also ich glaube, das wird sehr, sehr viele reizen. Ich sehe jetzt auch noch einen weiteren Konkurrenten von der Steam Machine und zwar nicht nur die Konsolen, sondern auch Mini-PCs. Denn es gibt ja schon seit Jahren den Trend, dass PCs immer kleiner werden und es gibt da wirkliche komplett geschrumpfte Modelle, die noch kleiner sind als eine aktuelle Konsole. Genauso auch im Mac-Bereich, im Apple Mac-Bereich, Mac Mini und so weiter. Das sind ja auch im Grunde kleine PCs, kleine Arbeitsrechner, mit denen man auch zocken kann. Und wir haben ja auch schon bereits so einen Mini-PC im Einsatz von Geekom. Ja, wobei da sehe ich einen kleinen Unterschied, weil es ist nach wie vor ein normaler Arbeits-PC. Das heißt, du musst den ja installieren, du musst noch alles drumherum machen und die Steam-Maschine sehe ich jetzt schon eher als Konsole. Da ist Steam schon drauf, da muss ich nur einfach einschalten, mein Spiel auswählen und fertig. Es wird auf jeden Fall einfacher vom Handling sein, ja. Also ich denke auch genau dasselbe System wie beim Steam Deck. Das ist auch ein Plug-and-Play-System, ja. Und ist trotzdem erweiterbar. Und ich glaube, das ist auch die Stärke natürlich. Dann sagt uns doch Bescheid, wie ihr das Ganze so seht. Schreibt es in die Kommentare. Haltet ihr die Steam Machine jetzt wirklich für eine echte, ernstzunehmende Konkurrenz für PlayStation 5, für Xbox und vielleicht sogar für PlayStation 6? Da sind wir sehr gespannt auf eure Meinungen. Und lasst gerne auch ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!